wenn du den Controller hast. Ja. Wie lange hält der bei dir? Ja, das sind immer die Spiele, wenn du da 20 Schüsse hast, der Gegner hat am Ende einen und gewinnt dann 1-0. Und da wirft man dann auch mal den Controller. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. In den nächsten Wochen habe ich endlich mal das Team vom eFootball da. Und wir fangen natürlich auch direkt an mit Erne. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Moin, was geht? Du, es gibt doch diese verdammten Klischees, dass immer alle sagen, ihr eFootballer, ihr esst den ganzen Tag nur Chips und Pizza. Wir müssen das jetzt klarstellen. Ist das so? Nein, aber man wird natürlich momentan mit dem Zocken ganz schön durch die Welle gebracht. Also da geht's richtig ab momentan mit FIFA. Aber man wird natürlich auch mal von der Freundin bekocht. Oh, das ist hört sich auch doch wichtig. gut an. Aber ich koche natürlich auch mal mit ihr zusammen. Ne? Also wir machen noch ein paar gesunde Gerichte. Ja. Und dann merkt man das, finde ich auch, wenn man gesund ist, dann hat man auch viel mehr Energie und kann auch besser zocken. Ne? Das ist vollkommen auch richtig. sehr wichtig. Deswegen wollen wir heute mal ein ganz schnelles Gericht machen, was auch unsere Fußballer gerne essen. Und zwar machen wir heute eine Pasta mit Scampi, Kirschtomaten, ein bisschen Spinat und das Ganze runden wir ein bisschen ab mit ein paar tollen Gewürzen. Was ich immer ganz gerne mache, ist, dass man tatsächlich frische Nudeln nimmt. Ne? Die haben natürlich eine viel höhere Wertigkeit als die ganzen gepressten. Und die dann noch kombiniert mit den guten Proteinen von der Gamba, da hast du nachher richtig Power zum Zocken. Ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar wäre es ganz cool, wenn du dir mal so 10 Kirschtomaten raussuchst und die einfach schon mal halbierst. Und zwar halbieren wir die aber nicht so, wie immer der erste Reflex ist, sondern wir nehmen die einmal rum und dann schneiden wir die durch. Das sieht einfach optisch nachher schöner aus. Ne? Du schneidest schon mal die Kirschtomaten und ich mache schon mal mit dem Knoblauch weiter, weil für die Gambas brauchen wir natürlich Knoblauch. Ich nehme am liebsten tatsächlich die kleinen Knollen, weil man da den Vorteil hat, dass die haben ein wahnsinniges Aroma, sind aber nicht so scharf wie der normale Knoblauch. Er riecht auch intensiv. Der riecht verdammt gut, ne? Aber der Vorteil ist, wenn du den gegessen hast, du hast halt nicht so eine wahnsinnige Knoblauchfahne. Ne? Wir stellen schon mal das Wasser für die Nudeln auf, weil das muss natürlich kochen. Jetzt schäle ich noch eine Zwiebel, weil für unsere Garnelen, die werden wir anbraten, ein bisschen Knoblauch dazugeben. Dann nehmen wir die Garnelen kurz raus, machen noch ein paar Zwiebelchen rein, die Kirschtomaten, den Spinat und dann kommen quasi die Nudeln schon dazu. Und dafür brauchen wir noch eine Zwiebel. Das sind ja super Messer, ey. Ja, das So ist scharf habe ich gar nicht zu Hause. Scharfes Werkzeug ist auf jeden Fall in der Küche extrem wichtig. Aber du hast ja auch dein Werkzeug, wenn du den Controller hast. Ja. Wie lange hält der bei dir? Boah, kommt drauf an. Ne? Also wenn ich mich mal aufrege beim Zocken, dann ist der mal ganz schnell weg. Dann wird er mal geschmissen und dann Bist du so emotional dabei? Ja, das sind immer die Spiele, wenn du da 20 Schüsse hast, der Gegner hat am Ende einen und gewinnt dann 1-0. Dann sind da Momente, da drehen die Birnen durch. Und da wirft man dann auch mal den Controller. Aber einer hat mal ein Jahr gehalten, das ist, glaube ich, das längste. Da war dann aber auch der Joypad ist dann so ein bisschen abgenutzt gewesen. Da kannst du auch nicht mehr so gut zocken. Also solltest du schon auswechseln. So, jetzt nehmen wir eine Pfanne. Wir haben jetzt die Garnelen hier. Sind die schon geschält oder? Nee, die haben, man nennt das Easy Peel. Das heißt, die sind entdarmt und die Schale ist aufgeritzt. Das heißt, man kann die super leicht pellen. Aber was ein großer Vorteil ist, wir braten die erst einmal an. Weil wenn man die mit Schale brät, dann werden die nicht so schnell trocken. Okay. Ne? Wir braten die an und dann haben wir so ein bisschen dieses Aroma in der Pfanne drin. Nehmen die Garnelen wieder raus, machen dann die Schale ab und lassen in der Zeit die Zwiebeln anschmoren, den Spinat dazu, damit wir dann so ein bisschen den Geschmack noch aufreifen und geben die Garnelen zum Ende wieder rein. Tomaten schmecken gut. Das ist schon mal gut, ne? Mhm. Ach, da geht mein Herz auf, wenn ich das höre. Das ist einfach, da merkst du auch, dass das frisch ist. Ne? Das kommt richtig gut. Da geben wir ein bisschen Knoblauch direkt mit rein. Jetzt muss ich ja auch ganz genau aufpassen, damit ich das zu Hause auch mal machen kann. Den Thymian damit zu. Und dann lassen wir die einmal anbraten. Auch wichtig, direkt ein bisschen Pfeffer mit dran, damit die direkt die Geschmäcker aufhören. Wie viel Knoblauch hast du jetzt drin? Ich habe so 2, 3 Scheiben nur gemacht. Okay. Von dem, ne? Also ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Knoblauchpfanne. Ne? Ja, ich liebe Knoblauch, deshalb. Ja, gut, dann machen wir noch mehr rein. rein. Wichtig ist ja immer, wenn man was kocht, dass man von Anfang an würzt. Ne?
Und ich nehme am liebsten immer Meersalz, ne? So ein bisschen Meersalz. Dann hast du nochmal tatsächlich so ein bisschen den Geschmack aus dem Meer. Ne? Ich habe dann immer Angst, dass ich mich versalze, dann ist es zu salzig, dann kannst du am Ende nicht mehr retten. Deshalb wird sich immer am Ende nach. Deswegen nie so machen. Ja? Weil da hast du das überhaupt nicht mehr in der Kontrolle. Wenn dann lieber auf die Handfläche und dann von der Handfläche oder direkt rausfinden. So, jetzt kriegen wir hier eine wunderschöne Farbe drin. Der Knoblauch, der nimmt auch richtig Rostaromen an. Das ist auch eine Sauerei, ne? Spritzt da überall hin. Ja, da kann man ja wieder wegpicken. Das ist Ja, das Problem. dann bin ich nicht so der Fan von, ey. Ich lasse danach immer alles stehen. Jetzt geben wir noch mal einen Schluck Öl dazu und jetzt kommen die Zwiebeln da direkt rein. Wie lange sollte man die Garnelen circa anbraten erstmal? Hast du da so eine Zeitangabe? Oder einfach nach Gefühl, optisch gesehen? Aus dem Gefühl würde ich jetzt sagen so 2 Minütchen. Okay. Aber wichtig ist halt einfach, dass man hier sieht jetzt, dass die eine schöne Farbe genommen haben. Ja. Ne? So, hier schützen wir die Zwiebeln an. Das machst du aber nicht auf volle Stufe, oder? Ne, die Pfanne habe ich jetzt runtergestellt. Die ist jetzt auch nur noch auf Stufe 5 von 9. Damit die Zwiebeln schön anschwitzen und so ein bisschen karamellisieren, damit wir so eine Süße auch da reinkriegen. Ne? Ich weiß da nie, ob ich auf 4, auf 6, auf 7... Ja, da muss man sich rantasten. Das Problem ist ja auch tatsächlich... Jeder Herd ist anders, ne? Eben. Und da kannst du jetzt die Tomaten reinmachen. Okay. Versuch mit der Hand? Ja. Warte, ich komm rüber. Wunderbar. Aber 2 große Hände hier, ne? Ja, komm, mach 3. Komm, mach mal Das 3. ist ja sonst nicht. Wir nehmen uns hier einmal die Gambas. Jetzt haben wir hier den Vorteil, die sind jetzt nicht mehr so knüppelheiß. Und dadurch, dass die angebraten sind, kriegt man die super gut einfach die Schale ab. Aber die schält man von außen nach innen, ne? Oder? Genau. Ich habe die immer normalerweise von innen nach außen geschält. Wir haben hier unsere Zwiebeln, ja, die richtig schön aufgehen so langsam. Die Kirschtomate, die so angeschmolzen ist. Und dazu geben wir jetzt unseren Babyspinat. So, das Ganze auch noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer. Jetzt haben wir unsere Nudeln und die nehmen wir direkt aus dem Topf in die Pfanne. Machst du das? Ja, kann ich machen. Der Vorteil, wenn man die Nudeln nur abgießt oder direkt aus dem Topf in die Pfanne machen kann, ist, dass die Nudel die ganze Brühe und den Geschmack viel, viel besser aufnehmen kann. Du kannst die Garnelen jetzt hier mit reintun. Mit den Sachen, die noch hier sind? Nee, oder? nee, die lassen wir an der Seite. Das wäre zu schwierig zu essen sonst. Okay. Käse oder kein Käse? Doch. Käse? Bitte mach mal. Wunderbar, ich würde sagen, wir können essen. Ja. Endlich. Et voilà. Sieht super aus. Wenn das mal nicht schnell ging, ja? Ja, ich würde sagen, wir probieren das mal. Ne? Gesund, schnell und lecker. Wollen wir hoffen. Und genug Power für die nächsten Spiele. Weil Nudeln sind auch sehr geil. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte, meine. Aber das ist, ich meine, das ist so ein einfaches Gericht, aber ich mag das auch so gerne. Boah, ist echt geil. Ich finde, der Spinat passt aber auch gut dazu. Habe ich noch nie so probiert eigentlich. Henny, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das hat gerne, ey. richtig War Bock super. gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.